Ja, sie bekommen endlich mal eine Brille auf ihre Prozesse und das eben über ihre Daten. Also sie kriegen ganz real angezeigt, wie ihre Prozesse ablaufen und erkennen daran die Stellen, wo es hakt und wo man es besser machen kann. Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt und vor allen Dingen im Gegensatz zu früher, denke, du kennst den auch, den Process Modeling Ansatz. Und da gibt Process Mining natürlich auf den realen Zahlen und realen Prozessen ganz andere Möglichkeiten. Tja, ist für uns als, sagen wir mal, Datenspezialisten und Analytics-Spezialisten im Microsoft-Umfeld natürlich gar keine Frage. Power BI als super Dashboarding für analytische Datenlösungen ist natürlich dann mit Process Mining integriert, optimal zu erweitern. Da stellt sich dann die Frage, warum mit PAF eigentlich von selbst, oder? Ja, es ist halt einfach, sie haben es geschafft, die richtige Trennung zu finden, wo findet Datenaufbereitung statt, auf der Datenbank, im DWH und wo findet die Visualisierung statt. Das ist eben dann die Berichtskomponente, die sie liefern. Und diese Schnittstelle ist halt genau an der richtigen Stelle gemacht, sodass es sich wunderbar in große Datenlösungen integrieren lässt. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, PAF ist ein spannendes Unternehmen aus Darmstadt mit einem guten Spirit und Spaß an guten Lösungen. Demnach passen sie einfach auch zu uns. Es ist halt eine Möglichkeit, eine Analytics-Plattform, die konsistent und strategisch gedacht ist, auf innovativer Technik eben zu erweitern, um den Business-Kontext herum. Und damit zahlt es einfach auf die Nutzung einer strategischen, ausbaufähigen, zentralen Datenplattform ein. Also ein Kunde von uns hat es ganz gut gesagt, es wird quasi eine zweite Nutzenschicht auf die bestehenden Daten. Also dort sind alle Daten schon von uns einmal ordentlich implementiert worden und jetzt schaffen wir es quasi, eine komplett fachlich getriebene Schicht drüber zu setzen, von der Anforderung, Umsetzung. Man ist eben komplett agil mit dem Fachanwender, der für den Prozess verantwortlich ist, in Diskussionen und am Ende kommt einfach ein super Ergebnis raus auf Daten, die man häufig schon zu 90% erliegen hat. Am Anfang war es bei uns eine ganz konkrete Anforderung, fast Notwendigkeit bei der Umsetzung von einem zeitlichen Ablauf mit ganz vielen Zeitmessungen, Erfolgsmessungen auf verschiedenen Stufen, was ansonsten mit vertretbarem Aufwand nicht zu machen wäre. Und mittlerweile stellen wir fest, dass bei ganz, ganz vielen Themen halt Abhängigkeiten sind und man eher den zeitlichen Ablauf sieht, prozessual denkt und deshalb auch bei Themen wie Sales Funnel und viel mehr einfach sagt, das ist doch auch ein Thema für Process Mining, wo man es effizienter und besser damit lösen kann. Natürlich ist es so, dass sich auf der einen Seite die Prozesse organisatorisch verändern kann und muss, aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Prozesse, wo man Standardisierung entwickeln kann und mit Automatisierung eine Menge Effizienz entwickeln kann. Und da hilft uns genau wieder die Erweiterung zwischen Process Mining, Power BI und dann der Erweiterung in Richtung Power Plattform, wo wir mit den Power Apps das Thema RPA wunderbar abdecken können. Für mich aber das Wesentliche ist eigentlich, dass man mit Process Mining die Prozesse objektiv betrachten kann und es einfach unterstützt, sie zu verändern und auch neu zu denken und dann Technologie entsprechend gut nutzen kann und damit einfach besser zu werden.